Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Heute geht es nach längerer Zeit mal wieder zurück nach Mittelerde. Allerdings nicht nach Rohan oder unter eine Horde Orks, sondern nach Harad. Vor einiger Zeit habe ich in einer Facebook-Gruppe ein Bild gesehen, auf dem hat jemand seine umgebauten Haradrim vorgestellt. Die haben mir so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, ja, die kannst du dir auch selber bauen. Deswegen wird das hier kein richtiger Umbau werden, sondern ein Pimp My Plastic, wie sie Michael beim Würfelorden immer macht. Für eine Haradrim-Armee kann man ja an sich jegliche Art arabischer Reiterei benutzen, denn die fügen sich durch die Bemalung in die Armee ein und fallen vermutlich nur wegen der unterschiedlichen Pferde auf. Die Grundlage für den Umbau hier sind aber keine Araber, sondern byzantinische Cursores von Fireforge, also ganz normale Kavallerie. Die Schuppenrüstungen passen ganz gut zum Stil der Haradrim, nur die Köpfe, die dabei sind, die natürlich wiederum nicht. Um die zu ersetzen, habe ich eine Box afghanischer Krieger von Wargames Atlantic gekauft. Von denen wollte ich eigentlich auch die Krummschwerter benutzen. Aber die waren leider zu klein für berittene Krieger und es sah eher aus, als würden die Herrschaften mit einer Art Sichel in die Schlacht ziehen. Entsprechend wird an den Waffenarmen umgebaut und rumgebastelt werden. Wer sich jetzt fragt, warum nicht die Waffen aus der Fireforge-Box benutzen, das liegt daran, dass die byzantinischen Schwerter zwar sehr schön sind, allerdings wirken sie auch, als ob jemand sehr schnell fertig werden wollte und keine Zeit mehr hatte. Und deswegen wandern die zum Großteil erstmal in die Bitsbox und werden entweder nie oder irgendwann später Verwendung finden. Die Körper sind fertig, bis auf eine Kleinigkeit, aber zu der kommen wir zum Schluss. Jetzt geht's erstmal um Waffen. Hier seht ihr, was ich über die Schwerter der Byzantiner gesagt habe. Sie sind sehr klein und sehen auch nicht wirklich liebevoll gestaltet aus. Deswegen wird das Schwert gegen ein Krummschwert von Gripping Beast ausgetauscht. Das geht auch ziemlich einfach vonstatten. Ich trenne die Hand mit dem Krummschwert ab, genauso wie die mit dem normalen Schwert. Anschließend verbinde ich die Hand und den Arm mit Messingdraht. Das ist an der Stelle eigentlich unnötig, aber ich habe es halt trotzdem gemacht. Alte Angewohnheiten legt man schwer ab. Am Anfang hatte ich auch überlegt, ob ich den Arm von Gripping Beast direkt an die Fireforge-Figur klebe. Dabei habe ich allerdings festgestellt, dass die Klebestellen an den Armen so groß sind, dass sie von dem neuen Arm nicht abgedeckt werden würden und deswegen habe ich das Ganze einfach gelassen. Beim nächsten Arm trenne ich den Speer ab und ersetze ihn ebenfalls durch ein Krummschwert. Das kommt aus dem Hause Reaper und wird vom Gussast direkt unter der Parierstange abgetrennt. Auch hier verbinde ich beide Teile mit einem Messingstift. Im Gegensatz zum vorherigen macht es hier aber mehr Sinn, weil die Teile nicht verschweißt, sondern mit Sekundenkleber zusammengehalten werden. Fehlt nur noch ein Schwertknauf. Der kommt aus der Northman Warriors Box von Fireforge. Das Krummschwert ist jetzt relativ groß und ich weiß nicht, ob es Krummschwerter zu 1,5 Hand überhaupt gegeben hat, aber jetzt gibt es sie und meine Haradrim werden sie auch benutzen. Weiter geht es mit einem Lanzenreiter. Dafür muss der Unterarm ausgetauscht werden, weil der Haradrim die Lanze für den Angriff eingelegt hat. Der neue Arm kommt von den Fireforge Foot Sergeants. Der Arm des Byzantiners wird abgetrennt und auch dem des Sergeanten ergeht es nicht viel besser. Den habe ich mit der Säge abgetrennt, weil ich zuerst dachte, dass ich den Saum des Gambison benutzen könnte. Leider war dem nicht so. Den byzantinischen Arm klebe ich schon am Modell fest, einfach weil sich später damit leichter arbeiten lässt. Jetzt geht es an den Speer. Der wird durch die Lanze des Byzantiners ersetzt. Ich trenne einfach den Speerschaft ab, bohre Löcher für Messingstifte in die Hand und auch in die byzantinische Lanze. Am Ende klebe ich alles zusammen und damit ist der Lanzenreiter fertig. Natürlich braucht die Gruppe jetzt auch noch einen Anführer oder wenigstens einen, der sich dafür hält. Hier verwende ich die Arme von Oathmark-Zwergen, denn deren Klebefläche ist groß genug, um die der Fireforge-Modelle abzudecken. Der Arm stammt vom Anführermodell der Zwerge und der Axtkopf sowie ein Teil des Schafts werden abgetrennt. Vom übrig gebliebenen Schaft trenne ich noch den Knauf und die Quaste ab, denn das wird der neue Schwertknauf werden. Der wird dann einfach angeklebt, damit ist auch die Waffe des Anführers fertig. Jetzt kommen wir auch zum letzten Schritt, was ich ja vorhin schon angekündigt habe. Jetzt geht's nämlich wieder um Green Stuff. Wie ihr ja seht, sind zwischen Hals und Körper immer eine kleine Lücke bei den Figuren geblieben. Bei manchen wird die durch den Bart verdeckt, bei anderen eben nicht. Diese Lücken müssen jetzt aufgefüllt werden, damit Kopf und Körper auch zusammenpassen und eine Einheit bilden. Diese Lücke fülle ich zuerst auf und orientiere mich dabei am Faltenwurf des Turbans. Das heißt,
Wenn der Reiter ein Tuch vor dem Gesicht trägt, dann modelliere ich die Lücke als Stoff aus, damit der Übergang zum Kopf passt. Das gestaltet sich relativ einfach, weil der Stoff um den Hals und auf den Schultern einfach so liegt, wie er eben liegt. Das Einzige, was dabei zu beachten ist, dass man nicht zu viele Falten in den Stoff macht, denn sonst sieht es auch komisch aus. Dafür benutze ich wie immer mein Silikonwerkzeug, weil damit kann ich nicht nur die Falten ziehen, sondern ich glätte den Green Stuff auch gleich. Das hier sind jetzt die fertigen Harad-Rimmen. 2 von denen habe ich als Übungsfiguren gebaut, deswegen haben die es nicht ins Video geschafft, weil ich an denen einfach Sachen ausprobiert habe. Das ist einmal der mit dem Krummschwert und bei dem anderen mit der aufrechten Lanze wollte ich einfach nur mal wissen, wie die Modelle aussehen, wenn man sie einfach ganz normal zusammenbaut. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.